Hallo ihr Lieben, neuer Monat, neues Geld und das bedeutet Cash-Stuffing-Time. Regina Feist alias Budget Gina zeigt auf ihrem Instagram-Kanal, wie sie Geld spart. In einer Zeit, wo alles teurer wird, will sie ihre Finanzen besser im Blick behalten. Mit dem Trend Cash-Stuffing, was so viel bedeutet wie Geld stopfen, und zwar in einzelne Umschläge. Also zunächst beginnt man natürlich erstmal eine Übersicht zu machen, dass man überhaupt weiß, was habe ich für Fixkosten, welche Einnahmen. Und dann überlegt man mit dem Budget, wie ich das einteile, was für variable Ausgaben habe ich überhaupt im Monat. Und so entstehen dann auch die Kategorien, wo ich das Geld dann verstaffe. Kategorien werden je nach Bedürfnissen selbst bestimmt. Regina teilt ihr Budget unter anderem in Kind, Auto, Freizeit oder Gesundheit ein. In jeden Umschlag kommt die Bargeldsumme, die ihr dann im Folgemonat zur Verfügung steht. Lasse ich das Geld mal in dem Umschlag auch drin und alles, was am Ende des Monats übrig bleibt, kann ich ja dann wie bei den anderen Umschlägen auch noch verstaffen. Und dann habe ich aber ganz wichtig noch den Ungeplantes, weil den breche ich dann wirklich an, wenn eine Kategorie vielleicht zu wenig Budget enthalten hatte oder ich vielleicht doch mal ein bisschen Geld brauche allgemein. Als die 30-Jährige in Elternzeit geht, wird das Geld knapp. Sie sucht nach einer Möglichkeit zu sparen und stößt in den sozialen Medien auf den Trend Cash-Stuffing. Tausende Influencer zeigen, wie easy Sparen sein kann. Mit Haushaltsbüchern, bunten Stickern oder bereits beschriftete Umschläge wird aus Sparen ein bunter Trend. Alles wird genauestens dokumentiert. Das verschafft nicht nur einen Überblick über die eigenen Finanzen, sondern auch mehr Eigenverantwortung. Man hat zwar eine gewisse Summe gespart, aber man fragt sich, wo das Geld überhaupt hingegangen ist. Und so kann man das dann explizit dokumentiert einfach nachschlagen und hier auch schon alleine Sparpotenzial finden. Habe ich das, was ich jetzt ausgegeben habe, wirklich gebraucht? Und dann reflektiert man einfach die Ausgaben und macht es vielleicht im nächsten Monat besser. Vielleicht also das Comeback des Bargelds? Eigentlich geht der Trend ja mehr in Richtung bargeldloses Bezahlen. Dabei bietet Cash mehr Sparpotenzial, weiß Katharina Lorenz von der Verbraucherzentrale Hessen. Es scheint wohl so zu sein, dass man Münzen, Scheine nicht so schnell ausgibt, als wenn man einfach nur eine Karte nimmt und die irgendwo drauf hält. Da gibt es wahrscheinlich mehr Hemmungen und es erzeugt wohl einen Schmerz, wenn man etwas hergeben muss. Mit Bargeld bezahlen heißt aber auch viel Cash zu Hause zu haben. Wem das zu unsicher ist, dem rät die Expertin, die Finanzen über eine App zu managen. Wie zum Beispiel die Budget Plus App. Außerdem ihr Tipp, gewisse Ausgaben weiterhin ganz normal über das Konto laufen lassen. Miete, Versicherungen, Rundfunkgebühren, die lässt man ganz bequem vom Konto abbuchen. Sonst verliert man da seinen Überblick und das wäre schmerzhaft. Regina bleibt bei den Umschlägen, die sie in ihrem eigenen Shop sogar verkauft. Innerhalb eines halben Jahres hat sie bereits über 5.000 € so gespart. Das Geld kann sie gut gebrauchen. Also ich habe ganz klassisch natürlich ein Auto auf Finanzierung. Die möchte ich so schnell wie möglich loswerden. Und generell einfach einen Notgroschen einfach beiseite haben. Und es ist halt einfach wirklich sparen ohne Verzicht. Ich möchte trotzdem in den Urlaub fahren, dafür Geld anlegen und für gewisse Dinge, die einfach im Jahr anfallen, wie die Autoversicherung, Kfz-Steuer, gewappnet sein, wenn die dann fällig ist. Ein Teil des Geldes will sie in Zukunft investieren. Und der Rest? Weiter sparen. Ein Trend, der gar nicht mal so verkehrt ist.